Hallo Leute! In diesem Video möchte ich euch das Wiegenbrett vorstellen. Viele von euch fragen sich sicherlich, wie ich darauf gekommen bin, sowas auszuprobieren, weil das in unseren Breiten, in unserem Kulturkreis ja völlig unüblich ist. Als ich mein zweites Kind bekommen habe, habe ich so eine Ausprobierphase gehabt. Ich wollte also gern wissen, wie verschiedene Techniken aus verschiedenen Kulturen sich anfühlen, wie das ist, das in die Kinderaufzucht quasi zu integrieren. Und da habe ich Verschiedenes ausprobiert. Beim zweiten Kind war das vor allem der Kanga, also das Baby auf dem Rücken zu tragen in so einem Tuch einfach. Und dann habe ich beim dritten Kind das Bilum ausprobiert. Das ist ein Tragenetz aus Papua-Neuguinea. Und beim vierten habe ich mir dann das Cradleboard gekauft. Und zwar ist das hier ein Original Navajo Cradleboard. Das habe ich mir aus den USA bestellt. Das ist schon über 70 Jahre alt und die mir das verkauft hat mir die Geschichte dazu geschrieben. Das hier gehört noch dazu, also so ein Bogen gehört hier oben dran. Den habe ich aber abgemacht, weil ich den unpraktisch fand zum Stillen. Und ich habe es halt dann doch anders verwendet, ein bisschen, als es original verwendet wurde. Auf jeden Fall ist das hier ein Originalbrett, was ich mir bestellt habe und was ich bei den ab Kind Nummer 4 habe ich das verwendet. Und das ist sogar noch hier das alte Leder, also es sind eigentlich zwei Bretter miteinander verbunden. Die Lederstreifen hier am Rand, die waren schon ganz alt und hart und die habe ich ersetzt mit neuem Leder. Aber ansonsten ist es ziemlich genau so, wie so ein Navajo-Wiegenbrett aussieht, nur dass ich wie gesagt den Bogen abgemacht habe. So ein Wiegenbrett wurde von den Indianern in Nordamerika verwendet. Aber ich glaube auch bei den Samen und bei den Lappen und so findet man auch solche Bretter. Und eigentlich ist es ja wie eine Art Puckbrett und das Pucken ist ja noch viel weiter verbreitet, was noch in viel mehr Kulturkreisen gemacht wird. Aber gerade das Brett hat halt einige Vorteile, was bloßes Pucken eben nicht hat. Wie ist das Ganze aufgebaut? Da, wie gesagt, besteht es aus einem Brett hier hinten. Hier oben ist so ein Aufhänger dran. Und dann gibt es hier rechts und links, in dem Fall, ich weiß nicht, bei anderen, es gibt ja verschiedene Wiegenbretter, die verschieden aussehen. Also bei den Navajo sieht es halt so aus, aber bei den Sioux zum Beispiel, also bei den Lakota, sieht es wieder ein bisschen anders aus. Oh, hier ist schon was abgegangen. Ja, aber eigentlich sind hier auf jeder Seite 4 so Schlaufen. Hier 4 und da 4. Und dann ist hier so ein Bändel, mit dem man das dann so verbindet. Und hier unten ist noch so ein Fußbrett, was man mit einbindet. Das sieht man vielleicht besser hier. Als ich jetzt mit den Zwillingen schwanger war, da habe ich nämlich gemerkt, ups, ich brauche ja 2 davon. Also hat ein Freund mir 2 davon gemacht. Und zwar, das hier ist die moderne Ausführung. Und hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Hier sind auf jeder Seite 4 Schlaufen. Das ist also ziemlich genau dem Navajo Cradleboard nachempfunden mit ein paar kleinen Änderungen. Ich habe es ein bisschen kürzer gewollt, weil das Navajo Cradleboard war mir ein bisschen zu lang. Die oben, die Dinger, die waren mir zu. Damit ich irgendwie, wenn ich das getragen habe, so und am Arm trage ich das ja oft, war das ein bisschen zu sperrig. Dann ist das hier ein Brett, was ich praktischer finde, als wenn 2 sind. Aber das Originalbrett, das wurde halt aus Zedernholz gemacht und aus dem Baum halt so ein großes Brett zu sägen, ist halt nicht möglich gewesen, offensichtlich. Aber hier mit so einer Sperrholzplatte, da kann man ja quasi jede Größe
machen. Ja, aber ansonsten ist das von der Funktionsweise her ganz genauso und von den Maßen her auch, bis auf, dass ich hier oben ein bisschen gekürzt habe. Ja, wie macht man das jetzt? Das sieht ja erstmal noch ziemlich ungemütlich aus. Ich habe hier mein Brett und da tut man dann halt irgendein Polster drauf. Also man kann natürlich auch sich eine Matratze basteln oder so. Ich bin da ziemlich fantasielos. Ich habe einfach eine Decke, die falte ich mal 3 und dann passt die hier direkt drauf so. Oh. Und dann habe ich eine Puckdecke, die meine Mutter genäht hat. Das ist halt doppelt und ein bisschen dicker. Man braucht ein bisschen was ein bisschen Halt gibt. Die ist so 1,20 x 1,20 und die falte ich mir noch mal oben ein bisschen um den Rand, dass es oben Halt gibt vor allem, weil den größten Halt braucht man oben. Also wenn das Kind den Moro-Reflex hat, die haben ja das in den ersten 3 Lebensmonaten, diesen Reflex, und dann fuchteln ihnen die Arme um den Kopf, vor allem wenn sie unruhig sind, und wenn man dann die Arme still kriegt, dann wird das Kind ruhig. Deswegen falte ich das hier oben nochmal um und dann gibt es dann extra Halt. Und dann habe ich da mein Baby. Opa. Das tue ich dann da drauf und schlag die Decke da so drum. Schön stramm oben rum. Und auf eine Sache muss man achten, nämlich dass die Beine nicht gerade ausgestreckt sind, damit die Hüften sich gut entwickeln. Also ich gucke immer, dass hier oben die Arme zwar schön straff eingebunden sind, weil das Wichtigste ist, dass das Kind sich entspannt und ruhig ist. Und bei den, hier ist ein Knie, das ist andere, da gucke ich, dass das ein bisschen angewinkelt ist, dass das auch hüftfreundlich ist, weil man nämlich festgestellt hat, dass bei den Indianern, die ihre Kinder im Wiegenbrett aufbewahrt haben, dass da öfters Hüftprobleme aufgetreten sind. Und die haben die natürlich zum Teil fast den ganzen Tag da drin gehabt, also das habe ich jetzt nicht, aber trotzdem achte ich da drauf. Ja, und dann ist es da schon drin. Ups. Und da ist mein Baby im Wiegenbrett. So, damit kann man jetzt eine ganze Menge machen. Man kann erst einmal das Ganze so ein bisschen schräg stellen. Das ist nützlich, wenn das Kind ziemlich viel spuckt oder nach dem Stillen auch noch Luft im Bauch hat. Dann kann es besser spucken. Oder auch wenn das Kind Schnupfen hat, Kopf ein bisschen erhöht, dass es dann leichter Luft holen kann. Man muss es halt relativ stabile Puckdecke muss man haben. Also es ist auch oft üblich gewesen, mehrere Decken zu nehmen, aber es ist leichter natürlich eine zu haben, weil man dann nur eine auspacken und eine wieder zumachen muss. Aber wenn man mehr Halt drin haben will, dann sind eigentlich mehrere Decken gut zu verwenden. Und ich habe das Brett jetzt, ich verwende es meistens, dass ich es so halte oder maximal so. Und deswegen brauche ich auch den Bogen oben nicht. Aber wenn man jetzt, wie das die Indianer gemacht haben, aufrecht das Ganze viel hat, dann braucht man mehr Halt hier, also mehrere Decken. Und dann ist auch der Bogen wichtig, weil wenn einem das Ganze mal umfällt, fällt das Kind sonst platt aufs Gesicht. Und das ist nicht Ziel der Sache. Aber so wie ich es verwende, also meistens im Liegen oder ein bisschen schräg gestellt, da ist mir das eigentlich noch nie passiert, dass es mir irgendwie aufs Gesicht gefallen ist. Und da ist es auch so ganz gut zu verwenden. Ja, hier drinnen kann man eigentlich alles machen. Da drin kann man stillen. Und da drin kann man es rumtragen. Und das Gute ist nämlich, wenn es hier drin einschläft, beim Stillen zum Beispiel, dann kann ich es einfach weglegen, ohne dass es aufwacht. Oder ich kann es irgendwo hin tun, wenn es eingeschlafen ist. Und wenn ich dann zum Beispiel hochgehe ins Bett, dann nehme ich es einfach mit und es wacht nicht davon auf.
Wenn es jetzt besonders heiß ist, wird es ja warm in der Puckdecke, dann kann ich hier unten quasi einen Lüftungsschlitz aufmachen. Dann lockere ich das hier unten ein bisschen, mache hier unten auf, so, dann gucken die Füße raus und dann ja, befestigt das irgendwie hier wieder. Aber auf jeden Fall kann man da für Belüftung sorgen, dass es auch bei heißen Tagen nicht so ein richtiger Brotofen wird da drin. Ja, wann mache ich das? Also das ist vor allem in den ersten Lebensmonaten praktisch, je nachdem, die Kinder sind unterschiedlich. Manche haben nicht so einen stark ausgeprägten Motorreflex und sind recht ruhig. Und dann gibt es Kinder, die sind eher unruhig und die profitieren davon, beziehungsweise ich profitiere davon, weil ich mehr Schlaf kriege. Also ich mache das abends, wenn Bettzeit ist quasi, zum Einschlafen. Und dann habe ich die da drinnen und wenn sie das erste Mal nachts aufwachen und stillen, nehme ich sie eigentlich raus, weil im Bett stillt sich schöner, einfach das Kind neben sich zu haben. Und dann pucke ich sie einfach nur in der Decke. Und das Brett verwende ich nachts eigentlich dann nicht mehr, außer das Kind ist sehr unruhig und schläft halt nicht. Und zum Mittagsschlaf verwende ich es momentan auch, weil gerade die Sarah macht momentan beim Mittagsschlaf ziemlich oft rum. Und wenn ich sie aber in das Brett tue, schläft sie. Und gerade mit 2 Babys sich den Mittagsschlaf zu sichern, ist schon nicht so einfach immer. Und da ist das eine ziemlich verlässliche Sache, dann weiß ich, dass ich ziemlich sicher meinen Schlaf kriegen werde. Weil im Zweifelsfall tue ich beide ins Brett und dann schlafen sie. Stimmt's? Das ist schon sehr praktisch. Und in den jetzt folgenden kleinen Clips seht ihr das Ganze nochmal in der Praxisanwendung. So eine Brust haben? Ja. Ja. Hier. 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 Obwohl sie noch nicht sprechen kann, ist sie bereits sehr mitteilsam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.